Nene von Bayern verlor innerhalb weniger Jahre ihren Ehemann, ihre Tochter und ihren ältesten Sohn. Als ihre berühmte Schwester Sissi längst zur Legende geworden war, kämpfte Nene im Hintergrund gegen Schicksalsschläge, die ihre Familie immer wieder erschütterten. Doch was wurde eigentlich aus ihren 4 Kindern? Einige Jahre sind vergangen, seit Kaiser Franz Josef in Bad Ischl nicht Helene in Bayern, sondern ihre jüngere Schwester Sissi zu seiner Braut erwählt hat. Für Nene war diese Entscheidung eine schwere Enttäuschung. Während ihre Schwester an der Seite des Kaisers immer berühmter wird, scheint ihr eigener Weg zunächst ungewiss. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Wenige Jahre später begegnet sie dem Erbprinzen Maximilian von Thurn und Taxis. Zwischen den beiden entsteht eine echte Zuneigung. Eine seltene Geschichte in einer Zeit, in der Ehen des Adels oft aus politischen Gründen geschlossen werden. 1858 heiraten Helene und Maximilian. Für Nene beginnt damit ein neues Kapitel. Fernab von Wien und der Hofburg baut sie sich ihr eigenes Leben auf. Statt kaiserlicher Empfänge bestimmen nun Familie und Alltag ihr Leben. Schon bald werden die ersten Kinder geboren. Am 1. Juni 1859 kommt auf Schloss Taxis ihre erste Tochter zur Welt. Sie erhält den Namen Luise. Nur knapp ein Jahr später, im Mai 1860, wird ihre zweite Tochter Elisabeth geboren. Die beiden Schwestern wachsen in einer Welt auf, die von Pflicht, Tradition und festen Regeln geprägt ist. Wie viele Kinder des Hochadels erhalten sie eine sorgfältige Ausbildung. Gouvernanten und Hauslehrer begleiten ihren Alltag. Musik, Fremdsprachen, Reiten und Tanz gehören selbstverständlich dazu. Für Nene scheint sich damit endlich der Wunsch nach einem glücklichen Familienleben zu erfüllen. Besonders Elisabeth soll ihrer Mutter Nene äußerlich sehr ähnlich gewesen sein. Doch schon früh entwickeln sich die beiden Schwestern zu ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Während Elisabeth lebhaft und rebellisch ihren eigenen Weg geht, bleibt Luise pflichtbewusst und zurückhaltend. Elisabeth hinterfragt Erwartungen, während Luise sich ohne Aufsehen in ihre Rolle fügt. Die Ehe des Erbprinzenpaares scheint glücklich und schon bald folgen 2 weitere Kinder, auf denen die Hoffnung des Hauses Thurn und Taxis ruhen. Am 24. Juni 1862 wird der lang ersehnte Sohn Maximilian Maria geboren. Von Geburt an gilt er als zukünftiger Erbe der Familie. 5 Jahre später, im Mai 1867, kommt Albert zur Welt, das jüngste Kind von Nene und Maximilian. Für Helene scheint das Familienglück nun vollkommen. Gemeinsam mit ihrem Mann und den 4 Kindern lebt sie in Regensburg. Die Zukunft scheint gesichert. Doch diese glückliche Zeit ist nur von kurzer Dauer. Schon seit einiger Zeit verschlechtert sich der Gesundheitszustand ihres Mannes. Der einst lebensfrohe und beliebte Erbprinz wirkt zunehmend geschwächt. Kuraufenthalte und Behandlungen bringen keine Besserung. Dann folgt der Schock. Im Juni 1867 stirbt Maximilian von Thurn und Taxis überraschend, im Alter von nur 36 Jahren, an einer Lungenkrankheit. Für Helene bricht eine Welt zusammen. Nach dem Tod ihres Mannes zieht sich die junge Witwe für einige Zeit zu ihrer Mutter nach Possenhofen zurück. Dort versucht sie, den schweren Verlust zu verarbeiten. Zur selben Zeit trifft auch Erzherzogin Sophie ein. Die Mutter Kaiser Franz Josefs hat nur wenige Tage zuvor ihren Sohn Maximilian verloren, den Kaiser von Mexiko. Plötzlich sitzen 2 Frauen nebeneinander, die beide einen geliebten Menschen verloren haben. Die eine trauert um ihren Ehemann, die andere um ihren eigenen Sohn.
Später schreibt Sophie in ihr Tagebuch, selten habe sie 2 so tiefe Schmerzen Seite an Seite erlebt. Doch so groß ihre Trauer auch ist, Helene kann sich nicht lange zurückziehen. 4 Kinder brauchen ihre Mutter. Von nun an trägt sie die Verantwortung allein. Über viele Jahre führt sie die Vormundschaft mit großer Sorgfalt und widmet sich mit ganzer Kraft der Erziehung ihrer Kinder. Aus der jungen Witwe wird nun das Oberhaupt der Familie. Als wenige Jahre später auch der Großvater der Kinder stirbt, wird Maximilian Maria offiziell Oberhaupt des Hauses Thurn und Taxis. Doch er ist gerade einmal 9 Jahre alt. Die Verantwortung liegt deshalb zunächst bei seiner Mutter. Während Maximilian Maria auf seine spätere Aufgabe als Familienoberhaupt vorbereitet wird, wächst auch sein jüngerer Bruder Albert heran. Gemeinsam mit seinen Geschwistern verbringt er seine Kindheit in Regensburg. Wie viele junge Adlige seiner Zeit erhält auch er eine umfassende Ausbildung und interessiert sich später für Recht, Wirtschaft und Kunstgeschichte. Noch ahnt niemand, wie unterschiedlich die Lebenswege der beiden Brüder verlaufen werden. Währenddessen werden die Kinder erwachsen. Luise und Elisabeth entwickeln sich zu jungen Damen des europäischen Hochadels. Besonders Elisabeth gilt als schön und lebensfroh. 1877 heiratet sie Herzog Michael von Braganza. Mit dieser Verbindung knüpft die Familie von Thurn und Taxis enge Beziehungen zum portugiesischen Königshaus. Für die junge Prinzessin beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Ehe führt Elisabeth nach Niederösterreich. Sie ist noch sehr jung, als sie ihr Elternhaus verlässt und ihr eigenes Familienleben aufbaut. Für Elisabeth scheint sich zunächst alles zum Guten zu wenden. Die junge Prinzessin heiratet früh. Schon bald wird sie Mutter. Innerhalb weniger Jahre kommen 2 Kinder zur Welt. Nichts deutet darauf hin, dass ihr nur wenige Jahre bleiben. Für einen Moment scheint sich auch für Elisabeth das Glück zu erfüllen, das sich ihre Mutter einst so sehr für ihre Kinder gewünscht hat. Doch das Schicksal schlägt erneut zu. Nach der Geburt ihres 3. Kindes verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand immer weiter. Die junge Mutter wird zunehmend schwächer. 1881 stirbt Elisabeth im Alter von nur 20 Jahren. Für Nenê ist es ein weiterer schwerer Verlust. Sie hat erst ihren Mann verloren, nun muss sie auch ihre Tochter zu Grabe tragen. Der frühe Tod Elisabeths gehört zu den tragischsten Schicksalsschlägen der Familie. Und er verändert auch Nenê. Nach dem Verlust ihrer Tochter zieht sie sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Während die Familie noch um Elisabeth trauert, wächst Maximilian Maria zunehmend in seine Rolle hinein. Der junge Fürst erhält eine ausgezeichnete Ausbildung und studiert an mehreren Universitäten Philosophie, Jura und Ökonomie. Kunst, Wissenschaft und Geschichte werden zu seinen großen Leidenschaften. 1883 wird er schließlich volljährig. Mit 21 Jahren übernimmt er offiziell die Leitung des Hauses Thurn und Taxis. Für Nenê endet damit eine Aufgabe, die ihr Leben über viele Jahre bestimmt hat. Doch erneut hält das Schicksal eine grausame Wendung bereit. Maximilian Maria erkrankt schwer. Schon seit seiner Jugend leidet er an gesundheitlichen Problemen. Trotzdem verfolgt er weiterhin seine Pläne für das Haus Thurn und Taxis und engagiert sich für den Ausbau von Schloss St. Emmeram. Dann, im Juni 1885, stirbt er überraschend, im Alter von nur 22 Jahren. Wieder verliert Nenê ein Kind, wieder steht sie an einem Grab, wieder muss sie erleben, wie die Zukunft ihrer Familie zerbricht.
Mit dem Tod Maximilian Marias verliert Nené innerhalb weniger Jahre bereits den dritten geliebten Menschen aus ihrer engsten Familie. Zuerst ihren Ehemann Maximilian, dann ihre Tochter Elisabeth, nun auch ihren ältesten Sohn. Die vielen Schicksalsschläge hinterlassen tiefe Spuren. Zeitgenossen berichten, dass Helene immer melancholischer wird. Selbst ihre Nichte Marie Valerie, die jüngste Tochter von Kaiserin Elisabeth, erinnert sich später an ihre Tante, als eine Frau, die unter ihrer Trauer schwer litt. In ihren Erinnerungen beschreibt sie Helene als leidenschaftlich und von ihren Gefühlen oft überwältigt. Dennoch gibt Nené nicht auf, denn noch immer braucht ihre Familie sie. Und nun richtet sich alle Hoffnung auf ihren jüngsten Sohn, Albert. Eigentlich war er nie für diese wichtige Rolle vorgesehen gewesen, doch nun muss aus dem jüngsten Sohn der Familie das neue Oberhaupt werden. Albert wächst in seine Aufgaben hinein. Wie sein Bruder erhält er eine ausgezeichnete Ausbildung. Schritt für Schritt übernimmt er die Verantwortung für die weit verzweigten Besitzungen und die zahlreichen Verpflichtungen seiner Familie. Doch auch Nené erlebt diese Jahre nicht unbeschwert. Die vielen Verluste haben sie nie ganz losgelassen. 1890 stirbt Nené im Alter von 55 Jahren. Damit endet das Leben der Frau, die ihre Familie nach dem frühen Tod ihres Mannes über viele Jahre zusammengehalten hatte. Für Albert und Luise bedeutet ihr Tod einen weiteren schweren Abschied. Nur wenige Wochen später heiratet Albert Erzherzogin Margarete Clementine von Österreich. Die Ehe wird glücklich und von ungewöhnlicher Dauer sein. Gemeinsam bekommen sie 8 Kinder und begründen die nächste Generation des Hauses Thurn und Taxis. Albert erlebt das Ende der Monarchien, den Ersten Weltkrieg und die Revolution von 1918. Trotz dieser Umbrüche bleibt er in Regensburg eine angesehene Persönlichkeit und engagiert sich bis ins hohe Alter für soziale und kulturelle Projekte. Während der Notjahre nach dem Ersten Weltkrieg hilft er Bedürftigen der Stadt. Künstler, Musiker und Vereine finden in ihm einen Förderer. Auch zahlreiche Flüchtlinge erhalten nach dem Zweiten Weltkrieg in seinen Gebäuden eine Unterkunft. Aber auch seine Schwester Luise überlebt ihre Geschwister. Bereits 1879 hat sie Prinz Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen geheiratet. Die Verbindung gilt als standesgemäß und harmonisch. Anders als viele andere Mitglieder ihrer Familie bleibt Luise von den schweren Schicksalsschlägen ihres Lebens verschont. Die Ehe bleibt zwar kinderlos, doch Luise und Friedrich verbringen viele Jahre miteinander. Während Europa sich verändert, erlebt Luise eine Epoche nach der anderen. Sie erlebt den Aufstieg des Deutschen Kaiserreichs, dessen Untergang, den Ersten Weltkrieg, Jahrzehnte später auch den Zweiten Weltkrieg. Von den 4 Kindern Nenés erreicht Luise das höchste Alter. Sie wird 89 Jahre alt. Albert führt das Haus Thurn und Taxis noch viele Jahrzehnte durch eine Zeit großer Umbrüche. Am 22. Januar 1952 stirbt Albert im Alter von 84 Jahren auf Schloss St. Emmeram in Regensburg. Für Nené war das Glück ihrer Familie stets von schweren Verlusten begleitet. Sie verlor ihren geliebten Ehemann, ihre Tochter Elisabeth und ihren ältesten Sohn Maximilian Maria. Dennoch hielt sie ihre Familie über viele Jahre zusammen und führte ihre Kinder durch schwere Zeiten. Heute erinnert man sich vor allem an ihre berühmte Schwester Sissi. Doch auch die Geschichte von Nenés Kindern erzählt von Liebe, Verlust und den Umbrüchen einer ganzen Epoche. Und vielleicht sind es gerade diese fast vergessenen Geschichten, die Geschichte erst wirklich lebendig machen.